Der Bundesgerichtshof, das oberste deutsche Finanzgericht, kippt die Steuerbefreiung für Auslandsrentner. Stimmt das wirklich? Ist das wirklich korrekt, diese Meldung? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig Seminare zum Auswandern in interessante Länder und natürlich auch Reisen mit Mandanten in interessante Länder, in die man ausreisen kann. Zum Beispiel Reisen in die Philippinen, zum Beispiel nach Dubai, Serbien, Georgien, Seminare zum Thema Schweiz, zum Thema Auswandern nach Irland, Auswandern als Investor und Trader etc. pp. Wenn dich das interessiert, wenn du steueroptimiert auswandern möchtest, wenn du dich mit dem Thema Auswandern und Plan B auseinandersetzt, dann schau dir das auf jeden Fall an. Auf unserer Webseite findest du alle Details, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nur aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. In den letzten Tagen gab es so einen richtigen Shitstorm in Deutschland, in der Presse zum Thema Rentner im Ausland. Jede Menge falsche Informationen. Meiner Erfahrung nach sind die deutschen Medien ja sowieso nicht besonders bekannt dafür, die Wahrheit besonders ernst zu nehmen. Aber jetzt in den Zeiten mit KI, wo natürlich auch jede Menge Artikel mit KI geschrieben werden, wo man gar nicht mehr richtig sich mit dem Thema auseinandersetzt, wo man keine Experten dazu befragt, ist das Ganze noch 10-mal schlimmer geworden. Und so ist es dann passiert, dass auf einmal auch bei uns die Leitungen heiß gelaufen sind. Denn in den letzten Wochen hat der Bundesfinanzhof, das oberste deutsche Finanzgericht, ein Urteil veröffentlicht zum Thema Rentenbesteuerung. Es ging um einen Rentner, der in Portugal lebt, dort einen steuerlichen Sonderstatus genutzt hat, dort keine Steuern auf die Rente bezahlen musste. Und der Bundesfinanzhof entschied nun, dass Steuern in Deutschland fällig werden. Die Berichterstattung dazu wurde komplett sensationalisiert. Sie wurde aufgebläht. Aus einer Mücke wurde ein Elefant gemacht. Es ist wirklich schrecklich. Schauen wir uns mal ein ganz konkretes Beispiel an, hier bei T-Online. Gut, ich meine, was willst du schon groß von T-Online erwarten? So, hier 23.11. Gericht spricht wegweisendes Urteil zur Rente im Ausland. Wer seine Zeit als Rentner im Ausland verbringen will, sucht sich möglicherweise ein Land aus, das mit günstigen Steuerkonditionen lockt. Das kann aber auch Nachteile mit sich bringen, wie nun das oberste Finanzgericht entschieden hat. So, dann gibt es hier schon mal eine irreführende Überschrift. Wer im Ausland keine Steuern zahlt, muss in Deutschland zahlen. Man spricht dann hier von dem steuerlichen Sonderstatus, dem NHR-Status in Portugal. Doch wie der Bundesfinanzhof BFH in einem am 13. November veröffentlichten Urteil entschieden hat, bedeutet das nicht, dass dann auch in Deutschland keine Steuern anfallen. Im DBA steht ausdrücklich, wenn ein Rentner im Ausland steuerlich befreit wird, stattdessen die Steuerpflicht in Deutschland greife. Das bedeutet, wer als deutscher Staatsbürger im Ausland auf seine Rente oder seine anderen Einkünfte keine Steuern zahlen muss, muss sie stattdessen in Deutschland zahlen. Das sind ja hier sehr weitreichende Aussagen. Zunächst mal wird hier zum Beispiel gesprochen von deutschen Staatsbürgern. Geht es hier wirklich um deutsche Staatsbürger? Dann wird hier von Renten gesprochen und auch von anderen Einnahmen. Dann werden hier ganz pauschalisierte Auskünfte gegeben, dass man hier angeblich als Rentner, wenn man im Ausland wohnt, immer Steuern in Deutschland bezahlen muss, wenn das Wohnsitzland keine Steuern erhebt. Es wird dann immer besser in diesem Artikel. Später wird der BFH dann auch noch als BGF bezeichnet. Aber wie gesagt, das ist hier online. Was kannst du da schon groß erwarten? Ein anderer Artikel hier in der Wirtschaftswoche. Auch hier ist die Überschrift mehr als irreführend. Bundesfinanzhof kippt Steuerbefreiung für Rentner. Deutsche wollten ihre Alterseinkünfte in Portugal steuerfrei beziehen. Der Bundesfinanzhof verwehrt es ihnen. Welche Folgen hat das auch für andere Länder? Ich muss sagen, wo die Überschrift hier irreführend ist, der Artikel eigentlich dann ganz akkurat die tatsächliche Situation beschreibt. Und ich könnte jetzt weitermachen und dir weitere Artikel zeigen. Wie gesagt, da gibt es zig. Ihr habt uns ja selbst auch viele Artikel zugeschickt. Es macht jetzt keinen Sinn, die alle hier aufzuführen. Ich werde Links zu diesen beiden Artikeln in die Beschreibung dieses Videos posten. Aber natürlich die Folge dieses Shitstorms ist, dass jetzt hier jede Menge Panik bei Rentnern besteht, denn man denkt nun, dass sich hier etwas maßgeblich geändert hat, dass man früher vielleicht steuerfrei im Ausland leben konnte, dass man es jetzt nicht mehr kann, dass der BFH jetzt letztlich hier Gesetzgebung per Urteil durchgesetzt hat und dass vielleicht der Traum im Ausland in puncto Auswanderung platzt. Nichts von dem ist der Fall, das will ich dir an diesem Video sagen. Du kannst diese ganzen Artikel in die Tonne treten, das ist alles kompletter Quatsch. Nichts von dem ist wahr. Der BFH hat
in einem ganz spezifischen Fall entschieden. Da geht es um eine ganz spezifische Gruppe, eine relativ kleine Gruppe, muss man sagen, von Betroffenen. Auf andere Länder hat das absolut null Auswirkungen. Warum das so ist, werde ich dir in diesem Video erklären. Lass dich hier nicht in Panik versetzen, wenn du Rentner bist und ins Ausland umziehen willst, sondern meine Aufforderung an dich ist, lass dich ordentlich beraten. Such dir einen Steuerberater, such dir einen Steueranwalt, der sich mit dem Thema Rentenbesteuerung im Ausland auskennt. Ich muss leider sagen, dass auch schändlicherweise hier auf YouTube Videos von Steuerberatern und Steueranwälten erschienen sind oder von Personen, die sich als solche bezeichnen, kann ja niemand heutzutage wirklich beweisen, dass du wirklich Anwalt bist oder Steuerberater, kann ja jeder auf YouTube alles behaupten. Aber angeblich Personen, die Steuerberater und Rechtsanwälte sind, behaupten hier auch sehr irreführende Tatsachen auf YouTube. Also meine Empfehlung an dich ist ganz klar, such dir einen Steuerberater, such dir einen Steueranwalt in Deutschland, der entsprechend eine Zulassung hat in Deutschland, der sich mit dem Thema auskennt, der auch eine Haftpflichtversicherung hat. Das heißt, alles, was er dir sagt, was er dir rät, dafür muss er bzw. seine Versicherung dann auch haften. Damit bist du auf der sicheren Seite. Eins ist klar, den Betroffenen, um den es jetzt hier in Portugal ging, der in Portugal dann Steuern bezahlen musste, der jetzt in Portugal Steuern nachzahlen muss aufgrund dieses BFH-Urteils, und andere Personen, die in ähnlicher Weise davon betroffen sind in Portugal, hätten sich niemals in dieser Situation befunden, wenn ich sie beraten hätte. Denn was der BFH dort verkündet hat, das ist absolut nichts Neues. In der Tat haben wir vor 3 Jahren, 2022, mit dem deutschen Rechtsanwalt in Portugal, Herr Dr. Rathenau, ein sehr gutes Video gemacht, ein sehr ausführliches Video gemacht, wo wir explizit darüber sprechen, wie dieses Steuersystem in Portugal funktioniert, was die Probleme sind mit dem Nullsteuersatz auf Renten, die es früher beim NHR-Status gab, die es dann aber nicht mehr gab, die dann ersetzt wurden durch eine 10%ige Steuer. Warum die 10%ige Steuer eigentlich besser ist als die Nullsteuer, um nämlich genau diese Bredouille zu vermeiden, in welche sich jetzt der Steuerzahler befindet, der jetzt Steuern nachzahlen muss aufgrund des Doppelsteuerabkommens zwischen Portugal und Deutschland. Also die Besteuerung von Renten im Ausland ist ein ziemlich komplexes Gebiet. Da gibt es nicht viele, die sich gut auskennen. Also nochmal, wenn du als Rentner ins Ausland umziehen willst, dann musst du dich sehr intensiv hier mit dem Doppelsteuerungsabkommen befassen. Dann musst du auf jeden Fall einen Steuerberater haben, einen Anwalt haben, der sich damit auskennt, damit dir das genau nicht passiert, damit du Planungssicherheit hast. Wir selbst haben schon viele Videos zum Thema Rente im Ausland gemacht. Ich schlage dir vor, dass du auf diesem Kanal nachschaust. Da gibt es interessante Informationen dazu. Da ändert sich auch immer wieder mal was. Das heißt, wenn du konkret ans Auswandern denkst, ist es wichtig, dass du für Rechtssicherheit sorgst. Wie das funktioniert, werde ich dir jetzt ebenfalls in diesem Video erklären. Ich könnte über Rente im Ausland stundenlang sprechen. In der Tat mache ich regelmäßig auch Workshops zum Beispiel dazu. Erst jetzt vor kurzem wieder in Zürich im Anschluss an unser Hauptseminar, das Plan B Schweizer Taschenmesser, hatte ich dann am Mittwoch einen halbtägigen Workshop gemacht zum Thema Rentenbesteuerung im Ausland. Da kann man also stundenlang drüber sprechen. Ich werde jetzt versuchen, in diesem Video das Ganze möglichst kompakt zu erklären. Alle Quellenangaben findest du in der Beschreibung zu diesem Video. Aber nochmal, es ist extrem wichtig, dass du dich beraten lässt, dass du einen kompetenten Steuerberater hast oder einen kompetenten Steueranwalt. Steuerberater und Rechtsanwälte, die kompetent sind, aber sich mit bestimmten Fachfragen nicht auskennen, werden dir das immer sagen. Sie werden dir sagen, ich kann Sie in dieser Sache leider nicht beraten. Bitte suchen Sie sich dort einen anderen Kollegen, oder ich kann Ihnen vielleicht jemanden empfehlen, der das für Sie erledigen kann. Also nochmal mein Appell an dich, lass dich hier ordentlich beraten. Fall nicht auf so dumme Artikel rein wie die, von denen ich jetzt hier gesprochen habe. Lass dich nicht in Panik versetzen, sondern bleibe ruhig, benutze den gesunden Menschenverstand und sorge dafür, dass du Zugang hast zu richtigen Informationen. KI ist super, finde ich klasse, kann ich jedem nur empfehlen, KI zu verwenden. Aber in der Regel, man muss es sagen, wir führen das auch oftmals bei unseren Events vor, ist die KI bei solchen komplexen steuerlichen Zusammenhängen, gerade was das internationale Steuerrecht anbelangt, nicht sehr korrekt, und es werden dort die wildesten Informationen herausgegeben. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, da könnte ich auch ein langes Lied davon singen, von der KI und wie sie eingesetzt werden kann. Das heißt daher letztmalig mein Tipp: Such dir einen Steuerberater, such dir einen Steueranwalt, der sich mit dem Thema auskennt, der weiß, wie Renten im Ausland besteuert werden, der etwas von Abkommensrecht versteht, der die deutschen Doppelsteuerungsabkommen kennt, und dann bist du auf der sicheren Seite und dann wirst du Rechtssicherheit haben, dann wirst du ruhig schlafen können, dann kannst du deinen Ruhestand im Ausland genießen. Und wie du diesen
möglichst steueroptimiert genießen kannst und warum dieses BfH-Urteil daran überhaupt nichts ändert, das werde ich dir nun erklären. Also, was muss man wissen? Wenn du als Rentner im Ausland bist, und übrigens spielt da die Staatsbürgerschaft überhaupt keine Rolle, wenn du jemand bist, der eine deutsche Rente bezieht, egal ob du Italiener bist, der früher in Deutschland gearbeitet hat, oder Franzose bist, wenn du jemand bist, der Rentner ist, der eine deutsche Rente bekommt, egal ob es eine staatliche Rente ist oder eine betriebliche Altersvorsorge, dann ist das Finanzamt Neubrandenburg für dich zuständig. Das Finanzamt Neubrandenburg, ich habe es schon oft in unseren Videos erwähnt, meiner Meinung nach ein sehr gutes Finanzamt, meiner Meinung nach, meiner Erfahrung nach sehr kompetent. Das Finanzamt Neubrandenburg sollte deine erste Anlaufstelle sein, wenn du Fragen hast zu deiner Rente im Ausland. Du musst tatsächlich vielfach keinen Steuerberater fragen, sondern ich empfehle dir immer, das Finanzamt Neubrandenburg zu kontaktieren, selbst wenn du noch gar nicht in Rente bist. Die können dir genau zu solchen Fragen Antwort geben. Wir haben schon auf diesem Kanal hier E-Mails veröffentlicht, die das Finanzamt Neubrandenburg unseren Mandanten geschickt hat als Antwort auf Anfragen. Die sind unglaublich detailliert, unglaublich kompetent. Das kann dir ein Steuerberater oder Steueranwalt auch nicht besser formulieren, und es ist komplett gratis. Also mein erster Tipp an dich: Natürlich, was ich vorhin gesagt habe, stimmt. Nimm einen Steuerberater oder Anwalt, aber im ersten Schritt, wenn du Rentner im Ausland bist oder planst, ins Ausland umzuziehen und es hier steuerliche Missverständnisse möglicherweise gibt oder du steuerliche Fragen hast oder wo die Rente besteuert wird, kontaktiere das Finanzamt Neubrandenburg. Ich möchte jetzt einmal die Webseite des Finanzamts Neubrandenburgs hier aufmachen, um dir ganz konkret und praktisch zu zeigen, wie dir diese einfache, aber dennoch tolle Webseite und sehr hilfreiche Webseite helfen kann, dich durch diesen Informationsdschungel zu navigieren. Also, Webseite ist finanzamt-rente-im-ausland.de. Suche einfach nach Finanzamt Neubrandenburg. Ich habe jetzt mal eine Seite aufgerufen, hier des Finanzamts Neubrandenburgs, welche darüber spricht, in einfachen Worten, wer eigentlich überhaupt Steuern bezahlen muss. Wer im Ausland lebt, muss eventuell seine deutschen Einkünfte in Deutschland versteuern. Ab dem Jahr 2005 gilt dies für Empfänger einer deutschen Rente, selbst wenn sie im Ausland wohnen. Allerdings trifft die Steuerpflicht nicht jeden Rentner. Entscheidend ist die Art der Einkünfte sowie das Land, in dem der Rentenempfänger lebt. Weil nicht alle Einkünfte betroffen sind, also nicht das gesamte Welteinkommen besteuert wird, werden die Personen als beschränkt steuerpflichtig bezeichnet. So, jetzt kommt hier eine wunderbare Infobox, wird extra hervorgehoben. Ob eine Rente in Deutschland zu versteuern ist, hängt einerseits davon ab, um was für eine Art Rente es sich handelt, also gesetzliche Rente, betriebliche Altersvorsorge, private Rente, und in welchem Staat sie ihren Wohnsitz haben. Ausrufezeichen. Die Höhe der Rente spielt für die Steuerpflicht keine Rolle. Also, extrem wichtig: Ob deine Rente in Deutschland zu versteuern ist, hängt von der Art der Rente ab, und sie hängt auch davon ab, in welchem Land du wohnst als Rentner. Grundsätzlich gilt aber, wenn du zum Beispiel in einem Land wohnst, in dem es kein Doppelbesteuerungsabkommen gibt, dann ist die Rente auf jeden Fall in Deutschland zu besteuern, aber andernfalls zählt das Doppelbesteuerungsabkommen. Zunächst entscheide die Art der Rente, so fährt der Text fort. Alle beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte sind in § 49 des Einkommensteuergesetzes abschließend aufgezählt. Auch das haben wir schon vielfach hier gezeigt. Renteneinkünfte fallen unter § 49 Absatz 1 Nummer 7 oder Nummer 10. Diese Rechtsnorm verweist auf § 22 des Einkommensteuergesetzes. Dort sind alle Rentenarten genannt, die das deutsche Steuerrecht kennt, und zwar ungeachtet eines Wohnsitzes in Deutschland. Es gibt gesetzliche, betriebliche und private Renten, die unterschiedlich besteuert werden. So, also, da siehst du, ab dem Jahr 2010 unterliegen sämtliche Renten der beschränkten Steuerpflicht. Aber eben, es kommt auf das Doppelbesteuerungsabkommen an, denn internationales Recht hat Vorrang vor nationalem Recht. Das deutsche Einkommensteuergesetz ist nationales Recht, das Doppelbesteuerungsabkommen ist internationales Recht. Die Steuerpflicht, also die Tatsache, dass grundsätzlich die Renten in Deutschland zu versteuern sind, führt noch nicht zur Steuerfestsetzung. Also nur weil du steuerpflichtig bist, heißt das noch lange nicht, dass du dann auch wirklich Steuern bezahlen musst. Wo du nämlich Steuern bezahlst, das entscheidet das Doppelbesteuerungsabkommen. Besteht zwischen ihrem Wohnsitzstaat und Deutschland ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, kurz Doppelbesteuerungsabkommen, regelt dieses, welcher Staat die Rente besteuert. Entweder der Ansässigkeitsstaat oder der Quellenstaat oder beide. Steht ausschließlich dem Ansässigkeitsstaat, dem Wohnsitzstaat, das Recht zur Besteuerung der deutschen Rente zu, darf Deutschland nicht besteuern.
Es ist daher wichtig zu wissen, ob zwischen Ihrem Wohnsitzstaat und Deutschland ein Abkommen besteht und falls ja, welcher Staat das Recht zur Besteuerung hat. Ganz klar ausgeschrieben, sollte jetzt jeder verstanden haben und das ist geltendes deutsches Recht, unabhängig von dem, was der BfH entschieden hat. Auch übrigens, was der BfH entschieden hat, widerspricht dem in keinster Weise, ja. Das ist geltendes Recht, auch nach dem BfH-Urteil. Möglich ist auch, dass beide Staaten, sowohl der Wohnsitzstaat als auch der Quellenstaat, die deutsche Rente besteuern dürfen. In diesem Fall muss der Ansässigkeitsstaat eine doppelte Besteuerung vermeiden. Die Doppelbesteuerung kann im Ansässigkeitsstaat durch Steuerbefreiung für die deutsche Rente oder durch Anrechnung der deutschen Steuer erfolgen und so weiter und so fort. So, hier gibt es dann eine weiterführende Seite, ebenfalls unglaublich interessant. Also ich rate dir unbedingt, wenn du in der Lage bist, schau dir diese Webseite an. Vielfach wirst du danach schon wahrscheinlich keine tiefgreifende Beratung mehr brauchen. Damit kannst du dich schon sehr gut informieren und dann nur, wenn es wirklich ins Detail geht, wenn es wirklich konkret wird, dann brauchst du dann Beratung. Warum ist der Wohnsitzstaat entscheidend? Ihr aktueller Wohnsitzstaat ist dafür ausschlaggebend, ob Deutschland die Rente besteuern darf. Und jetzt wird das wiederholt, dass im Doppelbesteuerungsabkommen steht. So, jetzt schauen wir uns mal die Liste mit Ländern an, die für gesetzliche Renten aus Deutschland das exklusive Besteuerungsrecht haben. Das heißt, wenn du in einem dieser Länder lebst, dann darf Deutschland dir keine Steuer bei der Rente abziehen. Dann wird deine Rente dir brutto überwiesen und du musst dann in deinem Wohnsitzstaat möglicherweise eine Steuererklärung einreichen und dort die Einkünfte aus der Rente erklären. Wichtig zu verstehen, du bist ja, wie gesagt, in Deutschland beschränkt steuerpflichtig, auch wenn Deutschland nicht das Recht hat, die Rente zu besteuern. Das heißt, du musst in Deutschland dennoch eine Steuererklärung einreichen, wobei auch hier nimmt das Finanzamt Neubrandenburg dir diese Pflicht ab. De facto musst du also nichts in Deutschland einreichen. Das Finanzamt Neubrandenburg muss nur wissen, welche Einkünfte du hast. Und wenn du jetzt keine anderen Einkünfte hast, wie zum Beispiel Mieteinnahmen, sondern nur deine Rente, dann bereitet das Finanzamt Neubrandenburg in einem Verfahren deine Steuererklärung vor und du wirst hier also nochmals entlastet, musst dich also nicht damit auch noch rumschlagen. Aber jetzt kommen wir zu der Länderliste. Und wie gesagt, das ist Finanzamt Neubrandenburg. Das ist jetzt nicht hier irgendeine Webseite, sondern das ist alles hochoffiziell. Keine Besteuerung in Deutschland bei Wohnsitz in Albanien, Aserbaidschan, Bolivien, Bosnien-Herzegowina und so weiter und so fort. Also wenn du in einem dieser Länder wohnst, ja, dann hat Deutschland kein Besteuerungsrecht auf eine deutsche Rente. Interessanterweise wirst du hier feststellen, dass Portugal hier nicht drinsteht. Ja? Und die Liste wurde jetzt nicht hier nach diesem Urteil noch ganz schnell erweitert. Diese Liste wird regelmäßig ergänzt, muss man sagen. Die Liste ist auch ehrlich gesagt nicht vollständig. Ja, da fehlt das ein oder andere Land, weil sich natürlich auch die Abkommen ändern. Aber grundsätzlich ist diese Liste schon mal sehr hilfreich. Also wie gesagt, was da zu Portugal entschieden wurde zum BfH, da komme ich jetzt gleich nochmal drauf. Ja, das ist nichts Neues, denn hier auf dieser Liste steht ja bekanntlich Portugal auch nicht drauf. Es war noch nie so, dass letztlich die Rente in Portugal aus deutscher Sicht nicht besteuert werden durfte. Ja, deshalb habe ich das einen Shitstorm genannt, weil das sind keine neuen Informationen. Aber jetzt schauen wir uns einmal die Länder an. Also zum Beispiel interessant, Vereinigte Staaten von Amerika, ziehst du als Rentner in die USA um. Wir haben einige Mandanten, die das machen, die haben Kinder, die wohnen in Amerika, ziehen sie zu den Kindern hin. Zieht dir Deutschland keine Steuer ab, sondern dann musst du deine Rente in den USA versteuern. Ein ganz bekanntes Beispiel, Thailand. Viele Rentner leben ja in Thailand. Wenn du in Thailand wohnst, dann wird die gesetzliche Rente in Deutschland steuerfrei gestellt und dann musst du in Thailand Steuern drauf bezahlen. Jetzt in Thailand ist es so, dass möglicherweise keine Steuern anfallen, denn wenn du die Rente nicht nach Thailand überweist, dann bleibt sie außerhalb Thailands und ist damit ebenso steuerfrei. Griechenland, ebenfalls ein interessantes Beispiel. Wohnst du in Griechenland, dann hat Deutschland kein Besteuerungsrecht, dann hat Griechenland alleiniges Besteuerungsrecht auf deine deutsche Rente. Interessant ist auch, dass die Länder des ehemaligen Jugoslawiens, zum Beispiel Serbien und Montenegro, auf dieser Liste erscheinen. Ebenso zum Beispiel Moldau. Interessant daran ist, dass in beiden Ländern Renten steuerfrei sind. Das heißt, wenn du jetzt in Serbien wohnst oder in Montenegro, hier wird übrigens noch das alte Abkommen von Jugoslawien verwendet, zahlst du weder in Deutschland Steuern, noch in Serbien Steuern, noch in Montenegro Steuern. Das würde jetzt ja dem BfH-Urteil widersprechen, wenn es so wäre, wie hier die Presse leichtfertig behauptet. Es ist aber nicht so. Ich komme gleich eben noch drauf. Das heißt, wenn du dir aus dieser Liste hier ein Land raussuchst, in dem Renten grundsätzlich steuerfrei sind, Bolivien gehört zum Beispiel auch dazu, dann ist die Rente komplett steuerfrei für dich.
Und daran hat sich jetzt auch mit dem BFH-Urteil hinsichtlich Portugals nichts geändert. Und wie gesagt, das ist die offizielle Seite hier, die offizielle Publikation des Finanzamtes Neubrandenburg. In vielen dieser Fälle ist es natürlich so, in vielen dieser Ländern, dass dann in dem Wohnsitzland tatsächlich Steuern fällig wird. Aber wenn du das Land geschickt raussuchst, dann wird dort keine Steuer fällig auf die gesetzliche Rente. Und wie gesagt, wir sprechen jetzt hier nur momentan von der gesetzlichen Rente, denn wie das Finanzamt Neubrandenburg selbst sagt, gelten für Betriebsrenten und private Renten andere Regelungen. Tatsächlich ist es so, dass in vielen Doppelsteuerungsabkommen definiert wird, dass die gesetzliche Rente in Deutschland zu besteuern bleibt, aber eine Betriebsrente dann im Wohnsitzland zu versteuern ist. Und wenn das Wohnsitzland dann keine Steuern erhebt auf die Betriebsrente, weil zum Beispiel Auslandseinkünfte steuerfrei sind, kannst du dort im Prinzip steuerfrei leben. Sehr gutes Beispiel Costa Rica. Wir haben Mandanten, die sind zum Beispiel Piloten, die bekommen eine große Betriebsrente von der Lufthansa und bekommen eine kleinere gesetzliche Rente. Auf die gesetzliche Rente müssen sie dann zwar in Deutschland Steuern bezahlen, aber die sehr üppige Betriebsrente ist dann komplett steuerfrei. Ein ähnliches Modell gilt zum Beispiel in Zypern, wobei dort ist die Rente eben nicht komplett steuerfrei. Die gesetzliche Rente, wenn du in Zypern wohnst, muss in Deutschland versteuert werden. Auf Betriebsrenten zahlst du eine Steuer in Zypern von lediglich 5%. Das gilt übrigens auch bei Einmalzahlungen. Das heißt, wenn du nach Zypern umziehst und dann eine Einmalzahlung bekommst von deinem Arbeitgeber, 100.000, 200.000, 500.000, was auch immer, wobei es tatsächlich extrem wichtig ist, dass es sich um eine Rente handelt und nicht um eine Abfindung. Ja? Und wie gesagt, da steckt der Teufel im Detail, da wirst du einen Anwalt dann brauchen. Aber wenn das der Fall ist, dann zahlst du nur 5% Steuern darauf. Deutschland hat kein Recht, diese Rente zu besteuern. Wir reden jetzt aber von Betriebsrente, wohlgemerkt. Und daran ändert auch dieses Urteil vom BFH überhaupt nichts. Zero. Es ist eine Falschinformation, wenn hier irgendwelche Medien und Organe publizieren, dass sich daran irgendwas geändert hat. Also wie gesagt, die Auswahl des richtigen Wohnsitzlandes kann extrem wichtig sein, wenn du dich als Rentner steuerlich optimieren willst. Auch in der Schweiz ist es zum Beispiel so, dass die Schweiz das alleinige Besteuerungsrecht hat auf sämtliche deutschen Renten. Allerdings in den ersten 5 Jahren hat Deutschland ebenfalls ein Besteuerungsrecht. Das nennt man die sogenannte überdachende Besteuerung. Das ist eine spezielle Regelung im deutschen-schweizerischen Doppelsteuerungsabkommen. Du siehst also, wie ich es vorhin gesagt habe, der Teufel steckt im Detail. Alle Abkommen sind in gewisser Weise unterschiedlich, aber es gibt natürlich Muster, die sich immer wieder mal wiederholen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die alten Doppelsteuerungsabkommen, wie zum Beispiel das von Thailand oder auch von Griechenland, die aus den 60er Jahren sind, eher positiv für den Steuerzahler sind und die neuen Abkommen im Grunde genommen eher negativ für den Steuerzahler sind, weil natürlich der deutsche Staat schon auf jeden Fall versucht, sogenannte weißen Einkommen, also Einkommen, auf die man überhaupt keine Steuern zahlt, zu eliminieren. Also, soweit das Prinzip. Ich fasse nochmal in 3 Sätzen zusammen. Seit 2010 sind sämtliche Ruhegehälter in Deutschland zu versteuern. Du bist dort beschränkt steuerpflichtig. Wo du allerdings Steuern bezahlst, das entscheidet das Doppelsteuerungsabkommen. Deutschland hat rund 100 solcher Abkommen abgeschlossen. Was im Abkommen steht, das variiert von Staat zu Staat. Ein häufiges Modell ist, dass Steuern auf Sozialversicherungsrenten, also auf gesetzliche Renten in Deutschland fällig werden, wobei das auch nicht immer der Fall ist. Und Betriebsrenten dann allerdings an deinem Wohnsitzstaat steuerlich veranlagt werden. Das heißt, gerade wenn du eine höhere Betriebsrente hast, macht es natürlich Sinn, sich über einen geeigneten Wohnsitzstaat Gedanken zu machen. Aus steuerlicher Sicht, wenn du dir das vorstellen kannst. Ich meine, es hat natürlich keinen Sinn, in irgendein Land zu ziehen, wo du dann kreuzunglücklich bist, nur weil du weniger Steuern zahlst. Man will natürlich beides kombinieren, das Angenehme mit dem Sinnvollen. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, auch nach diesem BFH-Urteil, wenn man sich steuerlich optimieren will als Rentner, sich mit diesen Staaten, mit den Doppelsteuerungsabkommen zu befassen. Ich wäre vorsichtig, was du da mit KI machst. Aber wie gesagt, wir haben schon viele Videos zu dem Thema veröffentlicht. Und dann ansonsten musst du eben jemanden kontaktieren, der sich damit auskennt, Steuerberater, Rechtsanwalt. Und wie gesagt, das Finanzamt Neubrandenburg sollte immer deine erste Ressource sein. Diese zu kontaktieren bei Fragen zur Rente macht auf jeden Fall Sinn. Und wenn du dann eine schriftliche Auskunft von denen hast, dann hast du damit natürlich auch ein hohes Maß an Rechtssicherheit. Ansonsten kann natürlich immer auch dein Steuerberater beim Finanzamt eine verbindliche Auskunft anfordern. Da wird dann der Sachverhalt dem Finanzamt dargelegt. Und das Finanzamt muss sich dann konkret dazu äußern, ob du Steuern in Deutschland bezahlen müsstest und in welchem Umfang. Auch das ist natürlich für die Rechtssicherheit sehr gut. Aber im Grunde genommen als erstes würde ich einfach mal das Finanzamt bei Brandenburg fragen. Das kannst du auch direkt machen. Du kannst einfach eine E-Mail schreiben in eigenen Worten. Das muss kein Fachchinesisch sein. Meiner Meinung nach sind die beim Finanzamt bei Brandenburg sehr kompetent. So. Und nach dieser ganzen langen Einleitung komme ich jetzt zu dem, was eigentlich beim BFH entschieden wurde in puncto Portugal. Ja,
Das alles, was ich jetzt gesagt habe, leider, weil die Materie komplex ist, musst du verstehen, damit du eigentlich verstehst, was dort in Portugal passiert ist, beziehungsweise was beim BFH passiert ist in puncto Portugal. Ich möchte jetzt mal das BFH-Urteil eben öffnen. So, hier ist dieses Urteil nun, 3. September. Es wurde, wie gesagt, im November veröffentlicht. Besteuerung deutscher Rentner in Portugal, Status des Residente Não Habitual, also RNH oder auch RNH-Status genannt im DBA Portugal. Leitsätze Rentenzahlungen, die ein früherer Freiberufler aus einem berufsständischen Versorgungswerk erhält, fallen unter die Auffangklausel des Artikel 22 DBA Portugal und sind insbesondere nicht als Einkünfte aus selbstständiger Arbeit anzusehen. Die in Artikel 22 des DBA Portugal enthaltene Rückfallklausel ist dahingegen auszulegen, dass das Besteuerungsrecht für aus der Bundesrepublik Deutschland gezahlte Renten, das grundsätzlich beim Ansässigkeitsstaat liegt, an Deutschland zurückfällt, wenn es sich beim Steuerpflichtigen um eine neu nach Portugal zugezogene Person handelt, die dort aufgrund eines vom 1.4.2020 bei der portugiesischen Steuerverwaltung gestellten Antrags den Status eines Residente Não Habitual hat und mit ihren Renteneinkünften in den ersten 10 Jahren steuerfrei gestellt wird. Ich möchte jetzt das Doppelbesteuerungsabkommen mit Portugal aufmachen und dir einmal zeigen, um was es hier konkret geht. Hier ist das Abkommen. Es ist auch ein älteres Abkommen aus 1980. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die älteren Abkommen sind meistens für den Steuerzahler attraktiver. Die Doppelbesteuerungsabkommen sind alle gleich aufgebaut. Da gibt es ein OECD-Muster. Das hat sich natürlich auch geändert. Wir finden also meistens die Themen Renten in den Artikeln 18, 19, 20. Scrollen wir da mal runter. Hier haben wir auch schon Ruhegehälter. Ich mache es mal etwas größer. Artikel 18, Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbstständige Arbeit gezahlt werden, können nur in diesem Staat besteuert werden. Also nochmal, Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbstständige Arbeit gezahlt werden, können nur in diesem Staat besteuert werden. Also in welchem Staat? Nämlich in dem Staat, in welchem die Person steuerlich ansässig ist. Grundsätzlich sagt dieser Artikel 18 einmal aus, dass sämtliche Ruhegehälter nur in Portugal besteuert werden dürfen. So, und da haben sich die Portugiesen dann natürlich was Wunderbares ausgedacht, nämlich 2009 nach der Finanzkrise haben sie diesen RNH-Status eingeführt. Dort haben sie gesagt, deine Auslandsrente wird in Portugal nicht besteuert. Ja? Und jetzt sehen wir hier dieses Doppelbesteuerungsabkommen. Das gibt ja letztlich nur Portugal das Besteuerungsrecht. Wenn jetzt Portugal sagt, naja, wir wollen deine Rente nicht besteuern, in Deutschland wird auch keine Steuer fällig, dann lebt der Rentner sozusagen komplett steuerfrei in Portugal. Und das haben natürlich viele auch so gemacht. Jetzt kannst du dich vielleicht an die Webseite erinnern des Finanzamtes Neubrandenburg, denn da stand ja genau drin, dass letztlich Portugal nicht in dieser Liste drin steht, wo man letztlich leben kann, ohne dass Steuern in Deutschland auf eine Rente anfallen. Aber wenn wir jetzt diesen Artikel 18 hier uns anschauen, dann müssten wir sagen, naja, eigentlich, warum ist Portugal da nicht drin? Denn dieser Artikel sagt ja eigentlich aus, dass Portugal alleine das Besteuerungsrecht hat. Deutschland darf nicht besteuern. Da steht nämlich, die können nur in diesem Staat, also im Ansässigkeitsstaat, besteuert werden. So, und jetzt kommt eben der entscheidende Fall, warum eigentlich dieses BFH-Urteil möglich ist. Und das ist der Artikel 22. Und in diesem Artikel 22 ist eine sogenannte Rückfallklausel drin enthalten, eine sogenannte Subject-to-Tax-Clause. Diese Rückfallklausel sagt, wenn der Ansässigkeitsstaat keine Steuern erhebt auf die Einkünfte, dann fällt das Besteuerungsrecht zurück an Deutschland. Das heißt, also Artikel 18 sagt, Deutschland darf die Rente nicht besteuern, aber Artikel 22 sagt nun, wenn sich der Ansässigkeitsstaat, also Portugal, entscheidet, nicht zu besteuern, hat Deutschland wieder ein Besteuerungsrecht. Artikel 1. Einkünfte einer in einem Vertragsstaat ansässigen Person, die in den vorstehenden Artikeln nicht behandelt wurden, können ohne Rücksicht auf ihre Herkunft nur in diesem Staat besteuert werden. Unterliegen die Einkünfte jedoch in diesem Staat nicht der Steuer, so können sie im anderen Vertragsstaat besteuert werden. In diesem Fall also in Deutschland. Im Weiteren geht es dann um eine Betriebsstätte. Das ist eigentlich hier nicht relevant. Aber jetzt ist es natürlich extrem entscheidend, dass wir uns das wirklich hier im Detail nochmal vor Augen halten. Denn hier steht ja drin in dieser Rückfallklausel, dass diese Rückfallklausel im Grunde nur Einkommensarten betrifft, die
in den vorgenannten Artikeln nicht behandelt werden. Jetzt gehe ich nochmal zurück zum Artikel 18. Der Artikel 18 bezieht sich auf Ruhegehälter, die für frühere unselbstständige Arbeit gezahlt werden. In dem konkreten Fall, den es beim BFH geht, da geht es nämlich genau um das. Es geht um einen Freiberufler. Das heißt also, er bekommt seine Ruhegehälter nicht für eine unselbstständige Tätigkeit, dann wäre sie hiervon abgedeckt, sondern für eine unselbstständige Tätigkeit. Er bekommt also Ruhegehälter für eine selbstständige frühere Tätigkeit. Und damit sind Sie vom Artikel 22 dieses Doppelsteuerungsabkommens betroffen. Daher muss er auf diese Einkünfte Steuern bezahlen, denn Portugal besteuert diese Einkünfte nicht. Damit hat Deutschland ein Besteuerungsrecht. So, das ist nichts Neues. Das ist kein Allgemeinfall. Das bezieht sich nicht auf alle Rentner. Das bezieht sich nicht auf alle Länder. Das bezieht sich auf diesen ganz konkreten, spezifischen Fall. Ein Selbstständiger, ein Freiberufler, ein Arzt, Anwalt, was auch immer, der in ein Versorgungswerk einbezahlt hat, und zwar für eine unselbstständige Tätigkeit. Man kann ja auch angestellter Arzt sein. Es geht jetzt um eine unselbstständige Tätigkeit. Und dann spezifisch um Personen, die noch den alten RNH-Status verwendet haben. Den alten NHR-Status kann man auch sagen. Dieser NHR-Status sagt keine Steuer auf diese Einkünfte vor. Seit 2020 gab es dann eine 10%ige Besteuerung und wie wir das in unserem Video 2022 mit Dr. Ratner besprochen haben, hat das dann genau ermöglicht, dass Freiberufler eben dann einfach nur 10% bezahlen und damit aber auch von der hohen deutschen Steuer verschont sind. Also ich habe vorhin von einem Shitstorm gesprochen. Wie du siehst, das Urteil des BFH sehr spezifisch für eine ganz bestimmte Situation. Natürlich wird es noch etliche andere Freiberufler geben, möglicherweise Hunderte, möglicherweise Tausende, die in Portugal steuerfrei ihre Versorgungswerksrenten bezogen haben und jetzt nachzahlen müssen. In keinster Weise betrifft das aber jetzt alle Rentner, die ins Ausland umziehen und möglicherweise in einen steuergünstigen Staat dann umziehen, wo die Rente, sei es die gesetzliche Rente oder auch die betriebliche Rente, günstig besteuert wird. Denn noch eine Sache ist natürlich extrem wichtig. Wir haben jetzt vom Artikel 22 gesprochen, in dem Doppelsteuerungsabkommen Portugal und Deutschland. Eine solche Rückfallklausel für Renten gibt es nur in 3 Abkommen von fast 100. Nämlich eben Portugal, Sri Lanka und dann noch Südafrika. In anderen Ländern gibt es diese Rückfallklausel nicht. Das heißt also, das Urteil des BFH ändert im Grunde genommen nichts. Ich war über das Urteil überhaupt nicht überrascht. Ich habe mir diesen Shitstorm angeschaut und gedacht, naja, habe ich jetzt irgendwas hier verpasst? Habe ich jetzt irgendwas nicht genau gelesen? Habe mir das Abkommen nochmal angeschaut? Nein, da ist eigentlich nichts drin, was dich beunruhigen müsste. Außer, du hast natürlich jetzt hier tatsächlich in Portugal gelebt, hast den alten NIR-Status verwendet, hast keine Steuern bezahlt, hast dort als Selbstständiger Rente bekommen, eine Versorgungswerkrente, dann wirst du jetzt wahrscheinlich zahlen müssen. Das wird tatsächlich so sein. Aber ansonsten, wie gesagt, bist du nicht davon betroffen. Das ist jetzt ein langes Video geworden, aber manchmal braucht es einfach so viel Zeit, diese Dinge zu erklären. Es ist wichtig, ich sage es nochmal, dass du dich korrekt informierst, dass du dich korrekt beraten lässt. Diese Herleitung, die ich jetzt hier gemacht habe, die muss man im Grunde für jedes Wohnsitzland machen. Egal, wohin du umziehst als Rentner, muss man sich genau mit den Fragen und mit den Themen auseinandersetzen, die ich jetzt gerade eben besprochen habe. Das kannst du selbst machen, das kann dein Steuerberater machen, das kann dein Steueranwalt machen. Du kannst ans Finanzamt in Brandenburg gehen, man kann dann über den Steuerberater auch eine verbindliche Auskunft beim Finanzamt anfragen. Aber es ist eben leider komplex, dieses Abkommensrecht, und es gelten tatsächlich, wie du jetzt gesehen hast, höchst individuelle spezifische Regelungen, die sich so nicht verallgemeinern lassen. Also lass dich nicht ins Boxhorn jagen, lass dich nicht verunsichern. Du kannst nach wie vor umziehen ins steuergünstige Ausland als Rentner, aber es war schon immer so, dass das komplizierter ist, als man es sich vielfach vorstellt. Übrigens noch eine kurze andere Sache zu Portugal. Portugal hat ja 2024 den NHR-Status dann abgeschafft. Eine populistische Entscheidung des damaligen Ministerpräsidenten Antonio Costa, der ja unter schweren Korruptionsvorwürfen stand. Er ist jetzt übrigens hier beim EU-Ministerrat federführend tätig. Das zeigt ja schon, welche Leute da bei der EU landen. Wie gesagt, er hat dieses Programm hier leichtfertig und leichtsinnig beendet. Schlimme Sache, das Programm war sehr positiv für Portugal. Die neue konservative Regierung hat dann Gott sei Dank ein neues Programm eingeführt. Das bezeichnet man so in der Umgangssprache NAR 2.0. Davon können allerdings Rentner nicht profitieren. Damit kannst du nur profitieren, wenn du dort ein Unternehmen hast oder dort angestellt bist und dann hochqualifiziert bist. Dann hast du auch dort ein äußerst interessantes steuerliches System. Aber wie gesagt, Rentner können nicht mehr davon profitieren.
Einige Länder, die für dich interessant sind, habe ich schon genannt. Du könntest in der EU auch dir noch anschauen, Italien und Griechenland. In beiden Ländern zahlst du auf Renten 7% Steuern. Aber wie gesagt, da gibt es dann weitere Bedingungen, die zu erfüllen sind. Und in Italien zumindest aus die gesetzliche Rente weiter in Deutschland zu versteuern. Auch generell mit der deutschen Steuerpflicht gibt es da noch einige Fallstricke zu beachten. Es fällt zum Beispiel der Grundfreibetrag weg. Das heißt also, das kann steuerlich ziemlich unattraktiv sein. Möglicherweise kannst du das wieder wettmachen, indem du freiwillig unbeschränkt steuerpflichtig in Deutschland bleibst. Wenn du dich mit dem Thema Ruhestand im Ausland auseinandersetzt und das Ganze steuerlich optimiert gestalten willst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos hinein. Wir befassen uns mit diesem Thema schon seit fast 20 Jahren. Wir helfen Mandanten, sich steueroptimiert im Ausland zu orientieren, Vermögen aufzubauen, ihr Vermögen zu sichern. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.